Lieber Herr Professor Dr. Dobner, wie haben Sie Harnoncourt zuerst wahrgenommen und wann? Was ich genau weiß, ist, dass ich 1980 meine erste Kritik in der Presse geschrieben habe. Da ist er mit dem Konzentus aufgetreten und mit der Gruber-Robber. Aber wann zum ersten Mal wirklich, kann ich nicht sagen. Was ich mich sehr wohl erinnere, ist, es hat im Phonoforum eine ziemlich enthusiastische Kritik gegeben über seine Ersteinspielung der Matthäus-Passion. Und da ist er plötzlich in ein Gerede und in ein Gespräch gekommen, was früher nicht war. Ich wohne mittlerweile auch schon über 30 Jahre in der Josefstadt im 8. Bezirk. Das war ja auch der Bezirk von Harnoncourt. Habe daher die Anfänge nicht erlebt. Ich habe mir nur erzählen lassen, dass die relativ schwierig gewesen sein sollen und dass die Alice Harnoncourt, die ja bis zum Schluss und über den Tod hinaus seine Generalmanagerin war, dafür gesorgt hat, dass die halbe Josefstadt in die Konzerte gegangen ist, egal ob es zuerst das Palais Schwarzenberg war, später das Konzerthaus war und dann der Musikverein war. Und das war so irgendwie, das ist vielleicht übertrieben, wenn ich das sage, aber aus der heutigen Erinnerung war das offensichtlich so der Harnoncourt-Bezirk, von dem alles ausgestrahlt ist. Er hat in der Pieristengasse gewohnt, lange Jahre. Und wie es dann wirklich zu dieser ganzen Harnoncourt-Situation gekommen ist, war irgendwie laufend der Fall. Es war Schwarzenberg, das war ganz interessant, da sind halt viele hingegangen, die sich auch für die damals noch nicht so populäre alte Musik interessiert haben. Dann kam das Konzerthaus, das war dann schon besser. Dann dürfte es, soweit ich mich erinnere, ein Problem gegeben haben mit dem damaligen Konzerthauschef Peter Weiser. Und dann ist er vom Konzerthaus in den Musikverein. Und im Musikverein hat es dann plötzlich so richtig begonnen. Also dann sind die Auftritte von Harnoncourt richtig Kult geworden. Fast schon zu viel Kult, weil da hat man schon erlebt, die Leute sind dann zum Harnoncourt gegangen. Was er dort gemacht hat, das war ziemlich wurscht. Was immer allerdings diskutiert worden ist, der Unterschied, den er im Klang mit denselben Leuten erreicht hat, die eigentlich woanders einen ganz anderen Klang hatten. Das heißt, er hat ja hauptsächlich auf Wiener Symphoniker gesetzt, mit ein paar Ausnahmen. Und die haben immer intensiver und ich sage da jetzt ein etwas lockeres Wort, interessanter artikuliert, phrasiert, wie wenn sie mit den Symphonikern im eigenen Orchester gespielt hätten. Das ist dann schon immer diskutiert worden. Und natürlich im Laufe der Zeit hat es dann schon so Bildungen gegeben. Die einen waren für ihn, die anderen waren gegen ihn. Ob ihm das so wirklich gefallen hat, das glaube ich nicht wirklich. Man ist dann auch als Rezensent immer in bestimmte Richtungen gesetzt worden. Ich habe das selbst erlebt. Ich war nie ein Harnoncourtianer, das wäre falsch, aber mich hat eigentlich immer nicht nur interessiert, sondern fasziniert, was er aus scheinbar Bekannten herausbekommen hat. Und ich kann mich noch gut erinnern an Diskussionen auch bei den Wiener Philharmonikern mit dem damaligen Vorstand Clemens Hellsberg, mit dem ich seit Jahrzehnten befreundet bin. Und wie der gesagt hat, na ja, jetzt werden wir halt probieren, dass der Harnoncourt zu uns kommt. Und dann habe ich schon gemerkt, also das hat im Orchester eine Vielzahl von Diskussionen ausgelöst. Den wollen wir nicht, der macht was anderes, der ist in einem ganz anderen Bereich zu Hause. Natürlich hat dann auch die Oper eine wesentliche Rolle gespielt, weil der Drese hat ja sehr auf ihn gesetzt, kannte ja von früher aus Zürich. Und da war dann schon eine andere Qualität auch der Diskussion da. Und ich kann mich auch noch relativ genau erinnern an dieses erste Philharmonische, wo er da mit dem Guidon Kremer aufgetreten ist und mit der Tragischen von Schubert. Und da hat es halt schon im Vorfeld Diskussionen gegeben, wie wird das funktionieren, wie würde das ausgehen, bleibt das, erst recht natürlich dann die Neujahrskonzerte, die ja eigentlich irgendwo ein logischer Schritt waren. Und dann war der Harnoncourt irgendwo ein
Teil der Wiener Musiklandschaft, aus der nicht mehr hinwegzudenken war. Dann kam natürlich auch noch das Theater an der Wien, wo eben der damalige Intendant Roland Geier sehr viele Möglichkeiten bis hin zu Strawinsky gegeben hat. Das ist unterschiedlich gesehen worden, aber was nie außer Streit gestellt worden ist bei all diesen unterschiedlichen Meinungen, das war die Grundqualität und das war, dass sich jemand mit irgendeiner Sache ernsthaft auseinandergesetzt hat. Natürlich hat es am Anfang schon so Dinge gegeben, ja, der Anoncourt, das ist ja ohne diesen Epigone, in Wirklichkeit war alles der Hans Gillesberger, der diese Dinge schon quasi vorbereitet hat und ohne Josef Mertin, das war so der Ahnherr der alten Musik in Wien, ich durfte ihn noch kennenlernen, hätte das alles nicht stattgefunden. Bis zu einem gewissen Grad hat da alles ein bisschen ein Körnchen Wahrheit. Und dann hat noch eine relativ große Rolle gespielt der Eduard Melkus, der aber dann irgendwie sich selbst quasi ins Out begeben hat, der dann einfach nicht mehr so aktiv war. Und so hat der Anoncourt dann jahrelang eigentlich sein eigenes Feld gehabt und alles, was danach gekommen ist, ist dann nicht mehr gemessen worden an Mertin und Gillesberger, sondern ist dann an Anoncourt gemessen worden. Und natürlich hat dann auch eine Rolle gespielt, dass er viel im Ausland dirigiert hat. Ne? Dass Anoncourt dann eben in Amsterdam gewesen ist und dass er schon auch gezeigt hat, dass er nicht nur dieses verengte Repertoire des Barock gepflegt hat, sondern dass er sehr, sehr weit gegangen ist. Wobei er mir in mehreren Gesprächen immer gesagt hat, er hätte es schon so wahnsinnig gerne einmal auch einen Wagner probiert, aber da fehlen ihm, und das hat er völlig richtig eingeschätzt, da fehlen ihm einfach die technischen Möglichkeiten als Dirigent, auf die er ja nicht wirklich Wert gelegt hat. Nicht? Also es ist ja auch eine völlig falsche Meinung, dass die Hände bei einem Dirigenten so wirklich wichtig sind. Wirklich wichtig ist der Gesichtsausdruck. Also das hat mir auch der Bernhard Haitink oft erzählt, hat er gesagt, wenn man jemanden anschaut, dann fühlt sich der angesprochen und dann passiert irgendwas. Und es gibt ja diese berühmte Geschichte mit dem Böhm, Frau ohne Schatten an der Met. Und er schaut einen Cellisten an und der setzt ein. Und der Böhm in seiner direkten Art hat dann gemeint, na, warum haben Sie ihn gespielt? Nicht? Hat er gesagt, na, Herr Doktor, Sie haben mir angeschaut. Ich hatte gar keine andere Möglichkeit. Ich musste spielen. Ne? Also dann hat er zu früh eingesetzt und das hat natürlich einen Präzisionsfanatiker wie den Böhm wirklich außer Rand und Band gebracht. Wobei Präzision ja auch so ein Thema ist, das bei Anoncourt ja auch eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hat. Es hat ja immer am Anfang einige gegeben, na, es hat wieder gewackelt und dort war es nicht genau und da war es nicht genau. Das war ihm aber gar nicht so wichtig. Wichtig war ihm die Linie, wichtig war ihm auch dieses plastisch herausgeformte Detail. Und ich weiß, ich bin eher wie die Jungfrau zum Kind zu meiner ersten, Anführungszeichen, gemeinsamen Plattenproduktion mit Anoncourt gekommen. Da hat es einen Musikwissenschaftler gegeben, der leider sehr früh verstorben ist, den Dr. Bartsch. Und es ist darum gegangen, um Bruckner 3 mit Konzertgebau. Das war auch seine erste Bruckner-Einspielung. Und da haben sie mich namhaft gemacht, dass ich das Booklet schreibe. Und ich hatte, um es gut wienerisch zu sagen, schon ziemliche Federn. Haben wir gedacht, ja, erstens einmal, auch wenn ich das mittlerweile schon ein halbes Jahrhundert mache, ich bin kein hauptberuflicher Rezensent. Ich habe immer einen, wie es so schön heißt, einen normalen Beruf als Jurist gehabt. Und dann habe ich gedacht, du mich da der Anoncourt, wir kannten uns schon, aber nicht so intensiv. Und mich der akzeptiert. Das war eigentlich ein sehr am Ende sogar sehr lustiges Gespräch, das wir da geführt haben. Aber vorher wollte er unbedingt, dass ich da hineinhöre in das Band. Nicht?
Und plötzlich kam eine Stelle und hat gesagt, nein, nein, das ist überhaupt schlecht und ich wollte nicht diese Klarheit, ich wollte auch nicht diesen Nebel, ich wollte das ganz anderes haben. Nicht? Und da hat er den Tontechniker eigentlich fast zur Verzweiflung gebracht, weil er da offensichtlich von ihm technisch etwas wollte, was einfach nicht funktioniert hat. Aber so war er eben. Er hat sich genau überlegt, was er macht. Für ihn war wichtig, dass seine Vorstellung sich dann im Klang dann wirklich repräsentiert. Und wenn das nicht der Fall war, dann war er fürchterlich unglücklich. Und was man schon auch immer wieder sagen kann, auch ich hatte immer wieder Probleme mit so manchen seiner Mozart-Aufführungen, kann mich erinnern an diese auch von der Regie nicht sehr glückliche Zauberflöte in Salzburg, wo man natürlich auch den falschen Ort gewählt hat. Felsenreitschule, dort passt es einfach nicht hin. Aber was immer wieder interessant war, er hat so Dinge dann oft partiell herausgearbeitet, wo man gar nicht wusste, aha, das ist auch da drinnen, das gibt es auch da. Er hat manche Dinge auch in Beziehung gesetzt und das habe ich dann in den Gesprächen mit ihm gemerkt, es war ihm gar nicht so wichtig, ob einem das gefällt, sondern er wollte oft, dass man nur über irgendwelche Dinge nachdenkt und er war manchmal auch ich war nicht selten, wenn er 2 Konzerte gemacht hat, hintereinander in beiden drinnen, da hat er schon oft unterschiedliche Akzente gesetzt. Da hat er auch da und dort mit unterschiedlichen Farben und Phrasierungen gearbeitet. Ob er jemals mit den Dingen, die er gemacht hat, zufrieden war, das kann ich nicht sagen. Er hat schon gewusst, wer er ist, das ist gar keine Frage. Er hat schon auch ein sehr hohes Maß an Selbstbewusstsein gehabt, das ist auch gar keine Frage. Hängt sicherlich auch aus dem adeligen Kreis, aus dem er stammte, zusammen, ohne dass er das irgendwie herausgekehrt hat. Aber er war schon eine im positiven Sinne aristokratische Erscheinung und er hat natürlich mit etwas wuchern können, was viele nicht konnten, mit einem unendlichen Wissen über Tradition. Also wenn er Kirchenmusik erklärt hat, da hat er einfach Register ziehen können, die andere nicht ziehen konnten, weil sie einfach nicht hatten. Und wenn er eine Missa Solemnis gemacht hat, wenn er die großen Schubert-Messen gemacht hat, da hat er einen ganz anderen Geist heraufbeschworen, weil er gewusst hat, das ist nicht nur eine Musik, sondern das hat einen geistigen Hintergrund, das hat eine Tradition, das gibt es irgendwo in Österreich wahrscheinlich einzigartig, das gibt es schon ein paar Kilometer weiter links, rechts, vorne oder hinten nicht mehr und das war dann schon immer interessant zu erkennen und dann hat er die Fähigkeit gehabt, einer sehr bilderreichen, aber sehr prägnanten Sprache. Also er konnte den Leuten einfach erklären, wie er sich das vorstellt, wie das klingen soll, wie sich das bewegen soll und das hat dann schon in manchen Dingen hervorragende Ergebnisse erzielt. Also ich denke nur, das war für mich ja völlig klar, die Schöpfung mit ihm, das war wirklich heute sein Standardwerk. Nicht? Und dann hat er schon auf die richtigen Leute gesetzt, die er dann aber lustigerweise oder für ihn auch typisch oder charakteristischerweise auf Distanz gehalten hat. Also das berühmteste Beispiel ist ja der Zuchtmeister Erwin Ortner, den er immer als solchen bezeichnet hat, mit dem er ja bis zum Lebensende streng per Sie war. Mit allen anderen war er per Du. Mit dem Ortner hat er ein distanziertes Verhältnis gepflegt. Was wahrscheinlich aber auch für die Arbeitssituation sehr gut gewesen sind. Denn wenn zwei, die glauben, beides optimal zu wissen, aufeinandertreffen, wird man Maximales nie erreichen. Nicht? Da muss der eine ein bisschen zurücktreten, wobei natürlich diese Arbeit mit dem Schönberg-Chor auch ihn sehr befruchtet hat. Er hat zeitlang auch mit dem Erik Eriksen gearbeitet. Das war
schon auch auf einem sehr hohen Niveau, aber in dem anderen Fall hat sich da eine wirkliche Partnerschaft ergeben. Und wenn man natürlich jetzt die Geschichte des Concentus Musicus nach Anoncourt verfolgt, merkt man, Schönberg-Chor, Concentus, das war schon auf Anoncourt und Ortner zugeschnitten. Nicht? Und Nachfolger, die finden einfach nicht zu dieser Form der Kommunikation und die können das auch offensichtlich auch nicht so wirklich darstellen. Er war sicher eine sehr umstrittene Person bis zum Schluss bei manchen. Das kann man schon sagen. Ob er sich wirklich was Gutes getan hat mit seinen allerletzten Aufführungen im Theater an der Wien, will ich ein bisschen bezweifeln, weil da hat man einfach auch schon gemerkt, er hat nicht mehr die Kraft, er hat nicht mehr die Suggestion. Er weiß unendlich viel, aber er kann das einfach nicht mehr transportieren. Aber da müsste man auf jeden einen Stein werfen, auf jeden Künstler, der bis zum Schluss versucht, präsent zu sein. Aber in seiner besten Zeit hat er wirklich das internationale Musikleben sehr, sehr geprägt. Wahrscheinlich mehr in Europa als anderswo. Mir haben einige Philharmoniker dann auch von dieser Tournee erzählt, die er mit ihnen nach Amerika damals gemacht hat, im Rahmen dieser sehr kräfteraubenden New York-Tournee, die ja jedes Jahr im Februar und März stattfindet. Da hat er, wenn ich mich recht erinnere, auch den Lang Lang als Solisten mitgehabt. Und da hat er nicht so wirklich gezündet. Also die Art und Weise, wie er Musik empfunden, wie er Musik dargestellt, wie er Musik interpretiert hat, war wahrscheinlich schon eher aus der europäischen Tradition geprägt. Und er hatte das in Gesprächen auch immer gesagt. Ne? Dass er hätte zum Beispiel den Weg zu Bruckner, den er am Ende gefunden hat, den hätte er wahrscheinlich ohne seine langjährige Tätigkeit als Symphoniker-Cellist unter Karajan nie wirklich gefunden. Und der Karajan war eigentlich für ihn bis zum Schluss bei allen ästhetischen und klanglichen Unterschieden, die beide hatten, schon auch eine sehr, sehr markante Figur, was einen ja wundert. Also eher hätte man gedacht, naja, vielleicht ist das der Scherchen oder ein eher strukturell anders gearteter Typ. Aber nein, also das hat ihn schon auch sehr, sehr geprägt. Und dieses Wienerische, das hat er schon auch bei so mancher Einspielung dann gezeigt. Also ich denke nur, dass er sich für Mozart-Klavierkonzerte damals den Gulda geholt hat. Das war klar, der Fritz und seine Frau sind gemeinsam aufgewachsen und der Gulda war für ihn natürlich das Nonplusultra. Und wer den Gulda einmal gehört hat, der weiß, wie Mozart klingt und alle anderen, um es sehr salopp zu formulieren, die stinken da kräftig ab. Ob es jemals einen geben wird, der das erreicht, weiß ich nicht. Die Clara Haskell kann man mit ihm gleichsetzen, aber sonst wirklich niemanden. Und für die Brahms-Konzerte mit dem Konzertgebau hat er sich den Rudi Buchbinder geholt. Nicht? Also das sind auch so Dinge, da hat das Wienerische bei ihm schon eine wahnsinnig große Rolle gespielt. Auch wenn er dafür dann letzten Endes nicht diese Lockerheit mitgebracht hat, die man sich da und dort von ihm gewünscht hätte. Nicht? Das hat ein bisschen, auch bei den Neujahrskonzerten, wenn man genau hineinhört, das war unendlich fein gearbeitet und klar strukturiert, aber dieser letzte Glanz, dieses Wegführen in eine höhere Dimension, das war dann nicht so wirklich seine Sache. Ich erinnere mich auch an einen konzertanten Zigeunerbaron. Das war schon ganz interessant, was er gemacht hat. Er hat sich genau überlegt, wie und was und wo, aber letztlich hat man dann doch gespürt, er ist woanders mehr zu Hause. Er hat auf der anderen Seite dann wieder für völlige Überraschung gesorgt, wie er mit dem Gidon Kremer und den Philharmonikern das Bergviolinkonzert aufgeführt hat. Also da haben wir eigentlich alle, auch diejenigen, die mit größter Skepsis da hineingegangen sind, den Atem angehalten. Weil das war wirklich eine so aufregend musizierte
Aufführung, da hat man gespürt, also da ist wirklich etwas drüber gegangen, was man ganz gerne mit dem Begriff Sternstunde bezeichnet, den ich nicht so wahnsinnig gerne verwende, denn in einer Zeit, wo jeder zum Star gemacht wird und alles zu einer Sternstunde wird, verliert auch so eine Bezeichnung etwas. Und was er natürlich grandios gemacht hat, vielleicht war das überhaupt seine tollste äh, Chor-Orchester-Interpretation aus meiner Sicht, neben der Schöpfung. Also die Schöpfung war irgendwie so das, wenn man will, das Markenzeichen. Äh, aber das Buch mit 7 Siegeln, das hatte eine unendliche Gewalt, eine unendliche Kraft. Und alleine, wie er dieses Halleluja aufgebaut hat, das war dann nicht nur eine tolle Musik, sondern da ist es einem wirklich kalt über den Rücken gelaufen. Da hat er etwas herausgebracht, was er sich woanders vielleicht gewünscht hätte. Ich denke zum Beispiel, diese Bartók-Interpretationen mit ihm sind unendlich fein ziseliert und sehr genau ausbalanciert. Aber letztlich hat man doch das Gefühl, dass eine gewisse Distanz da ist. Also ich will es jetzt nicht, das wäre ja völlig unfair, im Vergleich mit einem Ferenc Fritzsche oder mit einem Scholte. Aber da merkt man halt schon, dass dieser heidnische Satz, dass die Musik eine Sprache ist, die die ganze Welt versteht, wenn man die dann auf die Interpreten dann ummünzt, dann schon sehr differenziert zu sehen ist, weil das ist kommt dann schon darauf an, woher man kommt und was man vor allem auch an Unterricht genossen hat und was man familiär genossen hat. Und darum ist ja auch interessant, seine Schubert-Sachen haben auch im Laufe der Jahre unendlich mehr Dimension angenommen wie die Platte, die das nur zum Teil wiedergibt. Nicht? Und bei seinen Beethoven-Sachen erinnere ich mich an einen Abend, ich glaube, es war das Chamber Orchestra of Europe, und da hat er 5 und 6 gemacht. 5 war sehr gut, aber 6 war aufregend. Also da hat man diese Pastorale, das war nicht nur das Gewitter, nicht? Das bringen weniger Bedarfte auch ganz ordentlich über die Rampe. Aber da hat es einen richtig zerfetzt. Nicht? Und da hat man dann gewusst am Schluss, ja, dann brauche ich etwas, das Ganze wieder abeben lässt, denn sonst zerreißt es mir einfach. Nicht? Also da hat er schon eine unendliche Spannung erzeugen können. Und das waren schon die Dinge, die einem, wenn man da Jahre Revue passieren lässt, die einem da schon sehr in Erinnerung bleiben. Nicht? Natürlich war es schon interessant, dass er Genoveva gemacht hat und dass er auch mit dem Freischütz sich auseinandergesetzt hat. Das sind schon Produktionen, denen sehr, sehr hohes Niveau zu attestieren ist. Aber so ganz ist dann eigentlich, was er wollte, nicht wirklich aufgegangen. Nicht? Also er wollte ja eigentlich diese Raritäten wieder in den normalen Ablauf eines Konzertlebens hineinbringen, oder eines Opernlebens, das war dann schon irgendwie so sperrig. Er war natürlich, auch wenn er das immer gerne bestritten hat, er war ein Intellektueller. Und ihn haben ja viele Dinge interessiert, die er dem normalen Publikum wahrscheinlich kaum vermitteln konnte. Da musste man schon ein bisschen mehr nachdenken, musste sich gut vorbereiten. Dann hat man schon verstanden, warum er das eine so und das andere anders macht. Manche Dinge sind rätselhaft geblieben. Denke nur an den Salzburger Figaro, diese Ouvertüre. Das war nicht wirklich begreifbar, warum er die so quasi gegen alle Regeln der Kunst verlangsamt hat. Hat auch nichts zu einer, muss ich auch dazu sagen, zu einem besseren Verständnis des Werkes geführt. Das war schon so, aber natürlich Diskussionen. Nicht? Und das hat er, glaube ich, dann schon mit einigem Interesse gesehen. Er wollte schon die Leute aufrütteln und für ihn war Musik halt nicht Berieselung. Das hat er ja in mehreren Interviews immer bekannt gegeben.
für ihn war Musik eine Sache, die einen wesentlichen Punkt menschlichen Lebens ausmacht und den Menschen doch, wenn man das sehr pathetisch formuliert, das hätte er wahrscheinlich nicht so gern gehabt, in eine höhere Sphäre bringt. Nicht? Das war für ihn schon ganz wichtig. Und diese ganzen Äußerlichkeiten haben ihn scheinbar nicht interessiert, aber dann doch wieder. Also wenn ich mir denke, dass er sich für die Neujahrskonzerte dass er ein eigenes Gewand hat schneidern lassen, da hat es dann schon einige gegeben, die dann gesagt haben, naja, also ein bisschen eitel ist er schon. Nicht? Also das war schon völlig klar. Aber er hat sich, ich war ja öfters auch drinnen nach dem Konzert bei ihm, man hat schon gemerkt, er hat sich total auf diese Sache konzentrieren können. Und am Ende eines Konzerts war es relativ sinnlos, mit ihm ein paar Worte zu wechseln, weil da hat er alles gegeben, da war er wirklich fertig und das war seine Aufgabe und das hat ihn dann auch nicht mehr interessiert. Ich glaube, auch Gesellschaft oder solche Dinge waren für ihn nicht so wahnsinnig wichtig, aber schon auch akzeptiert zu werden. Also das, glaube ich, war ein wesentlicher Punkt. Und wenn er Meinungen gehabt hat, da hat er sich auch von seinen engsten Personen und Bezugspersonen nicht davon abbringen lassen. Ich war im Mailberger Hof, wie ich mit ihm gesprochen habe über die Brahms-Symphonien mit den Berliner Philharmonikern. Und gegenüber ist seine Gattin gesessen und hat gestrickt. Und das ist eine Zeit lang gut gegangen und dann kam irgendeine Frage, ich kann mich nicht mehr erinnern, welche das war, und da hat er kurz gestockt und diese Pause hat dann seine Frau zum Anlass genommen, um zu sagen, aber du wolltest das doch auch noch sagen. Und da habe ich ihn vorher nicht und nachher nicht mehr in einer Art und Weise erlebt. Da ist er richtig rot angelaufen und hat gesagt, geh. Und sie ist aufgestanden, hat den Raum wortlos verlassen, hat dann einige Sekunden gebraucht, hat gesagt, entschuldigen Sie. Und dann ist er wieder in das Fahren. Also wenn er eine Meinung gehabt hat, dann hat ihn niemand davon abbringen lassen können, wobei ich sagen muss, dass ich das deswegen auch erwähne, weil ja oft auch die Meinung vertreten worden ist, dass die Frau Anoncourt ihren Gatten da und dort mehr oder minder meinungsmäßig präferiert hat. Also wenn er von etwas überzeugt war, das war seine Meinung, davon hat er sich nicht abbringen lassen, davon hat ihn auch niemand abbringen können. Und es hat für ihn, und das war auch interessant, aber trotzdem nichts gegeben, wie dieses Schwarz-Weiß-Spiel richtig, falsch. Das hat es nicht gegeben. Und er hat ja auch dann erklärt, warum er manche Werke dann ein zweites Mal aufgeführt hat und seine zweite Matthäus-Passion ist ja, vielleicht ist das übertrieben, wenn man das sagt, aber ist ja im Gegensatz zur ersten ja fast romantisch. Also da ist er ja fast in frühere Gefilde zurückgekommen, aber nicht um einem Zeitgeist entgegenzukommen, sondern weil das jetzt aus seiner bisherigen Erfahrung eben das gegenwärtige Resultat gewesen ist. Und es wäre interessant gewesen, wenn er das ein drittes oder ein viertes Mal gemacht hätte. Nicht? Das ist ja schon auch ein Punkt. Er hat nur bestimmte Werke mehrmals wirklich gespielt. Und man kann sich ja die ganzen Konzertprogramme, egal ob im Inland oder im Ausland, sprich außerhalb Österreichs anschaut. Er hat bestimmte Werke ganz wenig wiederholt. Er hat immer wiederum nach Neuem gesucht und er hat sich auch bei den Interpreten, er hat natürlich wie jeder andere immer wieder mit denselben gerne gearbeitet, aber schon im Vorfeld genau informiert, was geht nicht, was kann ich mit dem einen, was mit dem anderen machen. Und es war ihm auch nicht so wichtig, ob diese Interpreten dann mit völlig diametral musikalisch denkenden Menschen gearbeitet haben oder nicht. Er hat eben eine ganz klare Linie gehabt. Er hat den oder die für das oder jenes verpflichtet und hat damit dann eben seine Projekte durchgezogen.
Und er hat natürlich ein wahnsinniges Glück gehabt, dass er in eine Zeit gekommen ist, wo so gut wie jede Note, die er aufgenommen haben wollte, aufgenommen worden ist. Also wenn man sich anschaut, was er da alles von den verschiedensten Plattenfirmen als carte blanche bekommen hat, das wäre heute völlig undenkbar. Nicht? Also er ist da wirklich in eine Zeit gekommen, die ganz anders war und dass er dann schon eine international respektierte Persönlichkeit geworden ist, das hat man natürlich auch schon gesehen in diesem wahrscheinlich von außen hin schon ein bisschen gesteuerten Scharmützel zwischen ihm und Karajan und dass er erst zu den Festspielen gekommen ist, als es Karajan nicht mehr gegeben hat. Nicht? Wobei ich überzeugt bin, wenn man da irgendwo versucht hätte, die beiden zusammenzubringen auf einem neutralen Boden, wäre das wahrscheinlich auch anders gewesen. Sie haben sich ja von vorher gekannt und der Karajan war immerhin derjenige, der den völlig unbekannten Cellisten Nikolaus Harnoncourt zu den Wiener Symphonikern geholt hat. Und der hatte, was man ja heute vergisst, ein besonders langes Probespiel bei ihm. Nicht, weil der Karajan sich nicht sicher war, sondern weil er einfach so gut gespielt hat. Und er hätte ja das Zeug zum Solo-Cellisten gehabt, das wäre durchaus gewesen. Und ich weiß nicht, ob er das Zeug gehabt hätte zu einem Cello-Solisten. Das hat er immer wieder verneint. Aber dieser Wunschtraum, den er hatte, ist halt leider nicht in Erfüllung gegangen, dass er mit seiner Frau und mit dem Gulda die Schubert-Klaviertrios tatsächlich spielt, weil er ja wirklich ab dem Zeitpunkt, wo er nicht mehr Symphoniker-Cellist gewesen ist, das Cello, sagt er, nicht mehr angerührt hat. Vielleicht hat er hier und da noch das eine oder andere versucht, das bin ich schon überzeugt, aber er hat nicht mehr als Cellist gewirkt. Nicht? Das war schon auch ein mutiger Schritt in der damaligen Zeit. Nicht? Sie haben ja wenngleich aus einer bedeutenden und großen Adelsfamilie stammend, sie haben ja über keine Güter verfügt, nicht? Sondern sie haben so gut wie nichts gehabt. Nicht? Das hat er immer erzählt. Nicht? Also sie haben, ich will jetzt nicht sagen von der Hand in den Mund gelebt, aber es war sehr, sehr schwierig. Und da ist er einfach ausgestiegen und dann hat er gesagt, das mache ich nicht. Und dann macht er das mit Leuten, die eigentlich irgendwie als, ja, man kann das schon so sehen, als Narren bezeichnet wurden, die quasi ihre eigene Existenz vernichten, nicht? Und die da versuchen, irgendwelche seltsame Musik zu machen, die keinen Menschen interessiert, mit denen man kein Geld verdienen kann. Nicht? Und nach und nach ist es dann wirklich gestiegen. Und natürlich für Österreich nicht untypisch, aber wahrscheinlich für andere Länder auch nicht, wenn man da immer nur so einen sehr eingeschränkten Blick. Die große Karriere hat er natürlich dann über das Ausland natürlich gemacht, nicht? Über die Platten und über Tourneen, die immer sehr geschickt geplant worden sind. Also seine Frau hat da schon einen ganz wesentlichen Einfluss gehabt, dass sich das alles so entwickelt hat. Aber das darf man auch nicht vergessen, er hat schon immer ganz klare Linien gezogen. Und er hat genau gewusst, was er machen will, wann er etwas machen will, mit wem er etwas machen will. Und wenn diese Pläne nicht Vorrang hatten, dann hat er es auch einfach nicht mehr gemacht. Nicht? Was allerdings schon nicht uninteressant ist, wenigstens aus der heutigen Perspektive. Wir sprechen vom März 2025, dass er doch nicht mehr so präsent ist, wie man sich das eigentlich auch hätte vorstellen können. Aber es ist auch, das muss in diesem Zusammenhang auch gesagt werden, es ist ja auch bei anderen nicht so. Ne? Das ist auch ein Name wie Karajan klingt für viele nicht mehr so, wie man sich das vorstellt. Und dass ein Willy Boskowski 25 Jahre ein Neujahrskonzert dirigiert hat, das kann man Jugendlichen heute gar nicht mehr erklären. Die wissen nicht mehr, wer das gewesen ist. Die haben überhaupt keine Beziehung mehr dazu. Hängt natürlich auch mit der Schnelllebigkeit der Zeit zusammen.
und auch mit dieser Rasanz, gerade im künstlerischen Betrieb, wo alle 14 Tage irgendjemand hochgejubelt kommt, der 3 Wochen später schon wieder durch jemanden anderen ersetzt worden ist. Das ist schon interessant, dass der Name Anoncourt in Fachkreisen natürlich, das ist ja kein Thema, aber dass er einer breiteren Bevölkerung nicht mehr so wahnsinnig präsent ist. Man hat ja auch geglaubt, dass diese Nachfolgefrage beim Consentus, dass die mehr Interesse oder irgendwas erweckt. Aber man hat den halt zur Kenntnis genommen, gut, das wird jetzt jemand anderer übernehmen und läuft in einem anderen Weg, auf eine andere Weise, nicht mehr mit diesem internationalen Glanz zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Vielleicht ändert sich das noch, das weiß ich nicht. Aber das hat dann nicht mehr so wirkliche Diskussionen entfacht. Vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, dass alte Musik nicht mehr so exotisch ist, wie es noch vor Jahren gewesen ist. Und dann gibt es mittlerweile halt eine große Palette von Leuten, die diesen Bereich abdecken. Und die kommen und gehen und sind da nicht. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, ich weiß es nicht, aber dass man diesen Bereich für fast so gut wie erforscht ansieht, was sicherlich nicht der Fall ist. Aber im Gegensatz zu 50, 60 Jahren ist das schon sicher der Fall, dass man auf Ausgaben erzählen kann, die es damals nicht gegeben hat, dass für Musiker das kein Problem ist, dass die heute auch ein Barockblasinstrument beherrschen, was damals ja undenkbar gewesen ist. Dass es auch Trompeter gibt, die richtig und nicht nur falsch blasen, nicht? Weil sie eben das ganz anders beherrschen, dass auch der Zugang ein anderer geworden ist. Vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass der Zug in eine romantische Linie ein bisschen mehr geworden ist. Also das spürt man auch bei den Jüngeren. Die sind nicht mehr so an Klarheit der Artikulation und auch so an Durchsichtigkeit interessiert. Die lieben schon auch mehr diese romantischen Valeurs, die man immer früher gehabt hat. Zeitgeist, weiß ich nicht. Zeitgeist kann man ja immer sehen, wie man will. Also das ist nicht so eine einfache Sache, das punktgenau zu definieren. Aber damals war es eben also eine Pionierzeit. Vielleicht kann man das auch mit der, das ist aber eine Sache für einen Historiker, vielleicht kann man das auch mit dieser Aufbruchsstimmung nach 1945 in den 60er, 70er Jahren irgendwie sehen. Da ist so alles neu aufgebrochen und da hat man plötzlich einen Pioniergeist und eine Entdeckerfreude für Dinge entwickelt, die früher mehr oder minder unbeachtet gewesen sind oder einer breiteren Bevölkerung gar nicht bewusst gewesen sind. Und da ist eben auch der Anoncourt in diese Situation hineingekommen. Und ob er das aus diesem Grund gemacht hat, das glaube ich nicht. Es hat ihn einfach interessiert. Nicht? Und er war natürlich, das vergisst man heute etwas, er ist aus einem Ambiente und aus einer Atmosphäre gekommen, wo Kunst ja nicht auf einen Kunstbereich konzentriert war. Er hat sich in der bildenden Kunst ausgekannt, er hat gelesen, er hat über verschiedene Dinge diskutieren können. Politik hat er zumindest nach außen hin etwas ferngehalten, aber er war deswegen kein apolitischer Mensch. Also das kann man schon aus seinen Äußerungen auch da und dort heraushören. Aber das war nicht das Thema, zu dem er sich äußern wollte. Nicht? Aber wenn jemand so umfassend gebildet ist, dann geht an eine Sache ganz anders heran. Es gibt da ja auch ein sehr interessantes Beispiel und den hat er ja auch gekannt. Das war der berühmte Dirigierlehrer Hans Borowski. Der ist mit seinen Schülern einmal ins Kunsthistorische Museum gegangen und hat ihnen einmal gezeigt, was dort hängt und hat gesagt, wenn ihr euch
dafür interessiert, dann reden wir über die Musik weiter. Und das war ganz wichtig. Und für den Harnoncourt war das ja auch wichtig, dass er diese Dinge beherrscht hat. Denn die Vergleiche, die er dann oft gezogen hat, oder die Bilder, die er geprägt hat in seinen Proben, die waren natürlich schon auch von dem, was er gesehen hat, von dem, was er gelesen hat, wesentlich geprägt. Und er hat damit auch die Musiker oft herausgefordert, weil die mussten sich dann mit Dingen auseinandersetzen, die abseits der schwarzen Punkte genannten Noten waren. Und es gibt ja viele, denen man nachsagt, dass sie hauptsächlich an diesen Noten interessiert sind und nicht an dem, was dahinter steckt. Und das hat er natürlich aufgebrochen. Und er war auch einer derjenigen, die immer wieder in Archiven zu sehen waren. Nicht? Da ist es ihm nicht darum gegangen, nur ist das richtig, was dann in den Ausgaben drinnen steht, sondern es hat ihn auch wahnsinnig interessiert, die Notenschrift, es hat auch interessiert, warum er da plötzlich abbricht. Er hätte wahrscheinlich heute noch eine Vielzahl an Fragen, die noch nicht beantwortet worden sind. Und er hat sich Fragen auch immer wiederum neu gestellt. Und auch das ist ein Zug von ihm gewesen. Er war nie grantig oder verärgert oder gar beleidigt, wenn man ihn auf Dinge hingewiesen hat, von denen man meinte, es ist allgemein gut und er kennt sie. Und dann hat er gesagt, nein, habe ich noch nicht. Dann hat er in die Partitur nachgeschaut, ist mir nicht aufgefallen. Nicht? Aber er war einfach wissbegierig und er war auch nicht so apodiktisch, wie es am Anfang schon ein bisschen geklungen hat. Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Also diese ersten Aufführungen von Werken, die man dann schon besser gekannt hat, wie er dann Richtung Haydn, Mozart überhaupt den ganzen klassisch-romantischen Kanon nach und nach gegangen ist, da hat es dann schon natürlich verschiedene Ansichten gegeben, geht das nicht. Und wenn er sagt, Schumann 4, die erste ist besser wie die zweite Fassung. Aber da hat man natürlich auch schon gespürt, da zwingt er einen, jetzt schaue ich mir das eine an, jetzt schaue ich mir das zweite an. Warum findet er das? Warum nimmt er manche Tempi langsamer? Warum manche schneller? Warum ist er der Meinung, dass der vierte Satz von Brahms 4 doch keine Passacaglia ist? Das sind alles so Dinge gewesen, die einen dann gezwungen haben, wenn man es ernst genommen hat, klarerweise, gehören immer zwei dazu, sich das genauer anzuschauen, sich das zu überlegen. Und er war ja in einer Diskussion nie abhold. Ne? Das war er nicht. Aber wenn er seine Meinung gehabt hat, hat er die Meinung vertreten. Und wenn er die Meinung geändert hat, dann hat er sie ja oft auch in seinen Vorreden bei den Konzerten immer wieder auch dargestellt. Das haben ja die Leute oft mehr geliebt, wie das, was sie nachher gehört haben, dass er ihnen etwas erzählt, dass er ihnen etwas erklärt, dass er etwas darstellt. Natürlich aus seinem Wissen und aus seiner Erfahrung. Und das hat natürlich bei seinem Stammpublikum mehr eingeschlagen wie woanders. Also ich kann mich erinnern, diese 9. Bruckner damals in Salzburg mit den Philharmonikern, die Frage Vollendung und wie man das alles lesen kann, da hat das der deutschen Sprache nicht so mächtige Publikum wenig Freude damit gehabt. Das wurde, ich würde nicht sagen, als Störung empfunden, aber als unüblich. Die sind gekommen, die wollten Musik hören und nachher gut essen gehen, würde ich einmal ganz salopp formulieren. Aber in Wien ist das schon so ein Kult gewesen. Nicht? Ich habe das oft erlebt, wenn man da mit der U-Bahn oder der Straßenbahn Richtung Musikverein gefahren ist und dann einige gesagt haben, naja, ich bin schon gespannt, was uns heute wieder erzählen wird. Nicht? Das Programm habe ich mir ja angeschaut. Also da ist ja nichts Neues dabei. Das ist bezogen auf die letzten Jahre dann gewesen. Aber
er wird sicher irgendwas Neues finden. Nicht? Und da ist dann auch diskutiert worden. Nicht? Also das war schon eine Situation, die von seiner sehr starken Persönlichkeit geprägt war. Styriate ist vielleicht nicht ganz das geworden, was er sich vorgestellt hat, glaube ich. Also das war schon die Gabe des Steirers an seine steirische Herkunft, auch wenn er in Berlin geboren wurde. Aber dieses internationale Flair, das sich wahrscheinlich insgeheim doch gewünscht hätte, ist es nicht ganz geworden. Nicht? Und es ist wahrscheinlich auch damit verbunden, dass er eben kein Gesellschaftslöwe war. Nicht? Wenn er ein Gesellschaftslöwe gewesen wäre, dann hätte er das sehr viel stärker auch intendiert. Das ist für mich gar keine Frage. Er zählt schon zu jenen, die mit ihrer Persönlichkeit etwas so geprägt haben, dass es dann nachher schwierig geworden ist, diese Persönlichkeit in irgendeiner Weise ersetzen kann man nicht wirklich sagen, aber weiterzuführen oder Ähnliches zu machen. Nikolaus Harnoncourt hatte ja zuerst im Ausland Erfolg, bevor er erst, sagen wir, gegen Ende der 80er Jahre in Österreich so richtig angekommen ist. Er hat auch erst 1980 als Dirigent bei der Mozartwoche debütiert in Österreich tatsächlich, wobei doch seine Geschichte ja schon 1953 angefangen hat, klein zu wachsen und dann zuerst also durch die Tourneen in den USA, 5 Tourneen zwischen 1966 und 1973, dann die Erfolge in Zürich, die Tourneen durch die Niederlande und Deutschland. Das alles hat er erst bewältigt, bevor ihn Österreich auch empfangen hat. Wie würden Sie den Unterschied der journalistischen Rezeption im Inland und im Ausland betrachten? Also es gibt ja diesen berühmten Satz, dass man in Österreich erst etwas gilt, wenn man gestorben ist. Das Verhältnis des Wieners zum Tod ist ja ein ganz besonderes. Wien errichtet nicht nur die schönsten Begräbnisse aus, sondern die Nachrufe in den Zeitungen sind meistens das Schönste, was über eine Person gesagt worden ist. Wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Die Rezeption ist natürlich immer wiederum abhängig von denen, die etwas erkennen, die etwas darüber berichten, die von einer Sache überzeugt sind. Jetzt darf man nicht vergessen, dass Österreich, auch wenn es das Gegenteil davon immer wieder behauptet, keine wirkliche publizistische Landschaft hat. Die großen Zeitungen, die deutschsprachigen, sind in Deutschland, sie sind in der Schweiz. Die großen englischen Zeitungen interessiert eigentlich das, was auf dem Kontinent passiert, so gut wie gar nicht. Umgekehrt ist es auch nicht anders. Und der Harnoncourt hat genau das Problem gehabt am Beginn wie alle anderen. Man braucht jemanden, der in irgendeiner Form in der Lage ist, das Interesse für diese Person zu wecken. Der Harnoncourt war geschickt, indem er klein begonnen hat im Palais Schwarzenberg mit diesen kleinen Konzerten. Aber man gilt auch in Österreich erst dann etwas, wenn man im Ausland das eine oder andere geschafft hat. Und da waren natürlich diese Amerika-Tourneen, waren dann schon etwas Besonderes. Amerika war ja damals schon sehr, sehr viel weiter weg, wie es seit Jahrzehnten ist. Und dass die dorthin kommen und diese spinnerten Wiener, wie sie ja oft bezeichnet worden sind, haben dort auch noch Erfolg. Dann kam die Plattenindustrie dazu, also Telefunken, das war ja eine damals sehr renommierte Firma. Und offensichtlich haben die schon noch ein Geschäft damit gemacht, weil sonst wäre das nicht entsprechend weitergegangen. Und das Konzerthaus hat eine wesentliche Rolle gespielt und die Mozartwoche, das ist auch so ein Thema. Die Mozartwoche hat damals sehr viel innovatorischer gearbeitet, wie das heute der Fall ist. Also die hat nicht geschaut, wo kann man irgendwie zusammenarbeiten, die kostengünstig sind, zusammenbekommen.
die hat schon nach neuen Namen Ausschau genommen, nach neuen Partnerschaften. Und es ist ja auch ganz typisch, dass Anoncourt dann eine Professur hatte am Mozarteum und dass eigentlich keiner auf die Idee gekommen ist, in Wien eine diesbezügliche Forschungsstätte einzurichten. Ich weiß schon, er wäre wahrscheinlich nach Wien nie als einfacher Professor gegangen, sondern er hätte schon gesagt, dann machen wir eine Forschungsstätte und dann können wir hier das, was ich in den letzten Jahren schon erforscht habe, als Basis nehmen für eine größere Sache. Aber das war nicht so wirklich im Blickfeld. Und es hat ja auch relativ lang gedauert, bis sein Stammorchester, die Symphoniker, sich erinnert haben. Und das ist sich gerade noch ausgegangen, weil plötzlich war Anoncourt im Ausland schon so bekannt. Konzertgebäude ist relativ früh gekommen, sind die Berliner Philharmoniker gekommen, es sind die Wiener dann irgendwo nachgekommen. Also die haben sich dann so quasi anstellen müssen. Noch dazu, wo der Anoncourt ja kein Vieldirigent war. Also er hat nicht innerhalb von 365 Tagen 700 Auftritte gehabt, sondern er hat das klar überlegt. Er hat sich Zeit genommen für gewisse Opernproduktionen. Das hat eben wochenlang gedauert. Er hat immer sehr lange gebraucht, bis er sich auf Neues vorbereitet hat. Er hat immer gesagt, ich bin ein besonders langsamer und auch ein besonders genauer, das ist auch gar keine Frage. Und das ist sicherlich der Grund, warum es gedauert hat. Nur im Rückblick muss man sagen, es hat auch nicht sehr viel länger gedauert wie bei anderen, weil die letzten Jahrzehnte war er doch dann hier in Österreich sehr präsent. Ne? Der war in Salzburg, er war in Wien, er war natürlich in Graz. Er hat bei den Berlinern eigentlich einen weiteren Stammsitz gehabt, im Konzertgebäude sowieso. Er hat immer wieder Platten aufgenommen. Er hätte sich wahrscheinlich nie träumen lassen, dass ihn die Philharmoniker zweimal fürs Neujahrskonzert einladen. Und vermutlich hätte er noch weitere Einladungen gekommen. Ich war dann 6 Jahre Direktor der Hofmusikkapelle, hatte damals eigentlich auch überlegt, an ihn heranzutreten. Aber da war er schon so alt, das ist dann nicht mehr gegangen. Das war immer ein Konzert der Hofmusikkapelle im Jahr in Zusammenarbeit mit dem Musikverein. Aber erstens einmal musste man das 4, 5 Jahre vorher planen, sonst wäre das gar nicht gewesen. Und das war dann nicht mehr. Also am Schluss war er dann einfach so begehrt, dass es schwierig war, ihn überhaupt zu bekommen. Da war er wirklich, das kann man ohne Wenn und Aber sagen, da war wirklich ein Weltstar. Also da war er nicht nur ein Star, da war er ein Weltstar, aber schon interessant, dass in Europa Anoncourt das war. Außerhalb Europa hat er nicht diese Strahlkraft besessen, was man eigentlich nicht wirklich erklären kann. Nicht? In Japan würde man schon noch dazu rechnen. Japan ja, aber doch nicht in dieser Dimension. Also das ist schon ein richtiges Phänomen, aber das hängt wahrscheinlich schon auch mit seiner sehr europäischen Gestik zusammen. Also man hat immer, Anoncourt hat dieses Gefühl hatte ich immer, Anoncourt war Gastgeber. Also wenn man zu ihm gekommen ist, hat man das Gefühl gehabt, er empfängt dich als Gast, er behandelt dich als Gast, also in einer Art und Weise, die heute verloren gegangen ist, das muss man ganz ehrlich sagen. Er hatte das, was es heute, würde ich behaupten, fast nicht mehr gibt. Er hatte einfach einen selbstverständlichen Stil. Er war ein Herr. Ohne, dass er das in irgendeiner Weise nach außen tragen musste. Er war einfach da. Also selbst dann, wenn er mit seinen Bordstoppeln bei den Proben gesessen ist und mit seinen abgetragenen Flanellhemden, jeder andere hätte ihn wahrscheinlich nach Hause geschickt, hat gesagt, also das ist, aber das war er eben nicht. Also er hat schon eine sehr eine gewisse urige Art hat er gepflegt.
Das war schon völlig klar. Und auf das war er auch stolz und auf diese Verbundenheit und auf es hat ihm auch die Landschaft und die Natur war für ihn schon ein sehr wesentlicher Punkt. Aber er hatte das nicht in irgendeiner Form nach außen gebracht, wie ja, ein anderer hätte eine sogenannte Personal Story daraus gemacht, nicht? Was er macht und wo. Und es war irgendwie dann auch gar nicht so überraschend, dass er sich dann abseits von allem da in St. Georgen angesiedelt hat. Nicht? Das ist ja keine wirkliche schön und gar keine Frage, das ist kein Thema. Aber das ist kein großer Ort, das ist auch kein Schloss. Das ist eine sehr schön, auf einem sehr hohen Niveau, gar keine Frage. Das hat er schon gewusst, was schön ist und was nicht. Er hat ja schon einen sehr klaren Blick für Ästhetik in jeder Beziehung gehabt. Aber er wollte einfach abseits dieses Mainstreams wollte er sein, er wollte arbeiten, das hat ihn wahnsinnig interessiert. Er ist nie, auch wenn er in Wien gewesen ist, also ich kann mich nicht erinnern, dass man ihn da irgendwo dann auf der Straße spazieren gehen hätte gesehen oder irgendwo. Das war er nicht. Also er hat hier gewohnt, er hat am Schluss seine Wohnung nicht mehr benutzt, sondern war dann immer wieder in Hotels. Aber das war er. Er wollte schon in einem sehr hohen Ausmaß eine Distanz haben. Auf der anderen Seite weiß ich, dass er mal gesagt hat, na ja, ich bin dann die nächste Zeit nicht da und dann müssen wir, es kommt ja Ostern, müssen wir schauen wegen der Eier und die müssen wir dann färben, denn meine Kinder wollen Eier suchen. Also die Kinder waren ja damals schon längst keine Kinder mehr, sondern waren schon in einem sehr hohen Alter, wo man von Kindern nicht mehr reden konnte. Aber das war ihm wahnsinnig wichtig. Ne? Also das hat er einfach irgendwo... Und er war, also was Familie anbelangt hat, da war er schon auch sehr emotional. Nicht? Also ich war nicht dabei, aber wie sein Sohn verunglückt ist, das muss ihn wahnsinnig aus dem Lot gehoben haben. Also ich weiß nur, die dabei waren damals bei dieser Seelmesse in der Piaristenkirche, also die haben ihn so erschüttert gesehen wie noch nie. Nicht? Man kann sich das natürlich vorstellen, nicht? Aber es ist interessant, es ist dann nicht in die Öffentlichkeit gekommen. Nicht? Also das hat er total weggezogen und ich durfte dabei sein bei der Seelmesse von der Alice Anoncourt in der Piaristenkirche und da war schon interessant, was dann die Kinder während der Messe und dann auch nachher erzählt und berichtet haben. Also er muss für die Familie wahnsinnig viel Zeit, trotz seiner vielen Tätigkeit, immer wiederum erübrigt haben. Und das war ihm eine wahnsinnige Kraftquelle. Nicht? Aber das hängt natürlich auch schon mit seiner Abstammung zusammen. Das war eine sehr große Familie. Das war ist auch noch immer eine sehr große Familie. Wenn man das in der heutigen schlechten deutschen Sprache konnotiert, ein Clan, der da halb Graz beherrscht. Und da merkt man halt schon dieser Humus, der da war. Und das ist genau auch wieder der Humus für dieses Wissen um Tradition, für diese Weitergabe um Tradition, für dieses Hinterfragen auch von Dingen. Das war schon wahrscheinlich der wichtigste Zug von ihm. Eine unbändige, sich durch nichts aus dem Atem bringen lassende Neugierde. Die hat er gehabt und die hat ihn wahrscheinlich bis zum Schluss wirklich bewegt. Und ich glaube, es war dann für ihn wahnsinnig schwer, wie er nicht mehr präsent sein konnte. Weil ich glaube schon, dass das hat er gespürt, das hat man schon auch bei seinen letzten Auftritten mitbekommen,
dass er gern noch mehr Energie gehabt hätte und dass er noch das eine oder andere für sich wirklich erarbeitet hätte, auch im Hinblick als Basis für weitere Entwicklungen. Das war ihm schon auch sehr wichtig. Nicht? Es ist nur interessant, und diese Frage habe ich mir manchmal gestellt, warum hat er eigentlich keine Meisterklassen im Sinne von Dirigenten oder so irgendwas herangebildet. Er hat schon Leute gehabt, mit denen er fleißig gearbeitet hat, das ist gar keine Frage. Und der Stefan Gottfried ist natürlich ein sehr enger Vertrauter mit ihm gewesen, der dann sogar am Pult der Staatsoper gestanden ist. Also das hätte ihn schon auch sehr gefreut. Das ist keine Frage. Aber so richtig herangebildete Nachfolger hat er eigentlich nicht gehabt. Und deswegen war es ja auch dann eher schwierig, beim Concentus Musicus hier eine Nachfolge zu kreieren, weil man natürlich gewusst hat, dass seine umfassende Persönlichkeit so leicht nicht ersetzbar ist. Und auf der anderen Seite war dann natürlich schon auch die Frage, soll man dann ohne diese Persönlichkeit, soll man dann das Ensemble als solches weiter bestehen lassen oder nicht? Das ist eine Frage, die sich ja bei diesen Ensembles meistens stellt, die ja dann gerade was diese Spezialensembles anbelangt, auch bei den Chören, immer wieder diskutiert wird. Nicht? Aber das hat mich schon irgendwie gewundert, dass er dann jetzt den einen oder anderen so wirklich, wie man so schön sagt, aufgebaut hat. Auf der anderen Seite, das war ein bisschen ein Zwiespalt bei ihm. Nicht? Er wollte nicht nach vordrängen und war doch sehr daran interessiert, dass das, was er gefunden hat, in irgendeiner Weise in die Öffentlichkeit kommt, diskutiert wird. Also das war das eine. Das war dieses Selbstbewusstsein, das er von Jugend auf hatte. Das ist gar keine Frage. Auf der anderen Seite hat er dann doch manchmal, glaube ich, sich zu wenig in die eine oder andere Diskussion eingemengt, die manches noch etwas geschärft hätte, egal in die eine oder in die andere Richtung. Das war nicht er. Nicht? Er hat eine Meinung gehabt, die hat er dargestellt. Er hat sich... Ich kann mich auch nicht erinnern, dass er sich jemals über irgendwelche Kollegen in Gesprächen negativ geäußert hätte. Also das hat er nicht getan. Er war weder ein Ironiker, noch war er ein Sarkastiker, der sich da irgendwo suffisant über etwas ausgelassen hätte. Er hat seine klare Linie gehabt und er hat schon auch geschätzt, was andere machen und wie die das machen. Aber trotzdem hat er seinen Weg gehabt und den hat er nach außen hin transportiert. Und wenn er wahrscheinlich, das wäre für mich schon auch aus heutiger Sicht ganz interessant gewesen, wenn es so Gesprächsrunden mit Leuten gegeben hätte, die so völlig anderer Meinung sind wie er, nicht? Und die eine völlig die disparate Meinung zu etwas hätten, wie er da reagiert hätte. Aber diese Form von Öffentlichkeit war nicht das Seine. Nicht? Er war ein herrlicher Gesprächspartner. Er war jemand, der auch zuhören konnte bei einem Gespräch. Das kommt auch selten vor. Und er wäre nie auf die Idee gekommen, wenn man ihn verrissen hat oder nicht seiner Meinung war, zum Telefonhörer zu greifen und dann vielleicht irgendwelche Sichten von sich preiszugeben oder irgendwo. Das kam von ihm nicht.
Also er war keiner, der sich da als Korrektor gefühlt hätte. Und man hat immer auch das Gefühl gehabt, es freut ihn, wenn der eine das vielleicht anders macht. Oder das hat ihn einfach immer wiederum auch inspiriert zu irgendetwas. Er war da schon sehr viel offener als dieses Bild, das man am Anfang von diesem verbissenen Dogmatiker gezeigt hat. Er war natürlich gerade in einer Zeit, wo das Bild so eine große Rolle spielt, keine strahlende Persönlichkeit am Pult. Nicht? Also wenn man da gesehen hat, wie so mit den Händen so hingefahren ist und wie so die Augen herausgekommen sind. Nicht? Also das, ja, es war verbissen und jetzt zieht er durch. Nicht? Und natürlich war das alles oft kantiger und irgendwo überraschender und ungewohnter vor allem war es. Nicht? Aber ich erinnere mich, der Lutz Lüdemann, der ja einige Zeit lang Generalsekretär der Wiener Symphoniker war, ein eher den Spaß nicht zu seinen Eigenheiten zählender Deutscher, der später dann in Italien gelebt hat, vielleicht heute noch lebt, ich weiß es nicht, ich glaube aber schon, hat einmal gesagt, man muss mit dem Anoncourt nicht einverstanden sein, aber alles, was er macht, ist intensiv. Und das war eine ganz richtige Charakterisierung. Man hat immer das Gefühl gehabt, er geht mit dem Ganzen, was er hat, im Moment hinein und er versucht, das auszudrücken. Und aus den Musikern, man kann es durchaus so sagen, richtig herauszupressen. Nicht? Also die haben wirklich sitzen müssen, so wie er sich das vorgestellt hat. Und der wienerische Spruch, die sitzen schon wieder am Sprissel, das hat schon einiges für sich gehabt. Und man hat auch gemerkt, die Konzertmeister ist plötzlich so gesessen und der hat sich gar nicht rühren können und rühren wollen, weil das hat er einfach so gemacht. Und das hat man schon oft gehört, dass man gesagt hat, das habe ich beim Nicky gehört. Das heißt, viele Musiker haben ja nur mal vom Nicky gesprochen. Nicht? Heute gehen wir zum Nicky. Und das haben sie von ihm gelernt. Und der sieht das so. Und das war schon irgendwie so eine Autorität, die quasi eine Rückenstärkung für viele gewesen ist, warum sie es dann auch so machen. Nicht? Manche haben ihn natürlich auch verklärt. Das ist immer ein Problem, glaube ich. Das will im Grunde niemand. Also man will in einem sehr hohen Ausmaß respektiert werden, kritisch respektiert werden. Aber so Lobhudelungen und Lobhudeleien und sowas, es hat ihm gefallen, wenn er Erfolg hatte. Das hat man gemerkt, das hat man auch gespürt. Aber für ihn war das nicht der Grund, dann noch eine große Fete zu machen, sondern da hat er schon den Kopf wieder für irgendetwas anderes gehabt. Und er war natürlich mehr im Konzert zu Hause wie in der Oper. Das ist gar keine Frage. Vor allem in einem großen Opernhaus hat er nicht ganz diese Autorität ausgestrahlt, die er in einem kleineren Rahmen gehabt hat. Nicht? Das muss man. Darum ist ja diese Monteverdi Sache mit dem Brunel in Zürich sehr viel anders und besser gewesen. Ich habe auch übrigens ein Gastspiel, ich glaube, es war die Popea, in der Mailänder Scala mit ihm gehört. Und das war interessant. Aber da hat man schon irgendwie gespürt, aha, die sind da vorne, es hat irgendwie gewirkt wie eine Kammermusik in einem sehr, sehr großen Saal. Das hat natürlich auch einen gewissen Charme gehabt, das war gar keine Frage. Aber irgendwie war das nicht so wirklich das Metier hingegen, wenn er in einen Konzertsaal gegangen ist. Nicht? Die ersten Schritte und er war da. Er hat sich hingestellt und er hat irgendeine Handbewegung gemacht und er hat auch das Publikum mitgenommen. Nicht? Und das kommt ja auch selten oder immer seltener vor. Er hat immer im Nachhinein Diskussionen entfacht. Also es hat, ich spreche da nicht nur von den Kritikerkollegen, weil Kritiker
reden in der Pause oft von vielen Dingen und am wenigsten von dem, was sie gehört haben. Aber das Publikum, das war, entweder war es hellauf begeistert oder wahnsinnig verstört. So was Mittelmäßiges, so, das hat es nicht gegeben. Also das war nicht, er hat gespalten, aber das war, glaube ich, nicht unbedingt die Absicht von ihm. Seine Absicht war einfach, den Blick auf etwas zu lenken, was bisher nicht der Fall gewesen ist und das auch entsprechend zu untermauern. Nicht? Er war schon irgendwo so er war ein wissenschaftlicher, aber er war kein professionaler Typ. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Nicht? Er war nicht derjenige, der mit der Nickelbrille dir genau erklärt hat, so und so, so nicht anders. Für ihn war wichtig, dass das, was aus den Dingen, die er studiert hat, gefunden hat, dass er das dann einfach praktisch umsetzt. Und da war er schon immer wahnsinnig neugierig, was geht und was nicht geht. Also wenn man bei so der einen oder anderen Probe so ein bisschen gekibitzt hat, nicht, da hat er schon oft auch gemerkt, das geht nicht, das funktioniert nicht. Oder er hat es nicht wirklich erklärt. Nicht? Also es gibt schon so Dinge, wo ich weiß, dass er versucht hat, eine ganz bestimmte Phrase so haben zu wollen. Und das ist ihm dann auch mit allen Erklärungsversuchen nicht wirklich gelungen. Und das hat ihn dann schon noch überlegen lassen, ist er da den richtigen Weg gegangen oder hat er hier vielleicht eine Form gewählt, die in der Form nicht akzeptiert worden ist. Und natürlich hat das auch über sein Ableben hinaus, also da kann ich durchaus aus der Schule bei meiner kurzen Tätigkeit bei der Hofmusikkapelle erzählen. Es hat und wahrscheinlich bis heute schon noch zwei Richtungen gegeben. Die einen, die gesagt haben, also wir machen so weiter, wie es bisher Tradition war, oder wir nehmen das, was wir auch durch An und Kur und Nachfolge gelernt haben, dann wirklich weiter. Also ich erinnere ich mich so an manche Diskussionen, wenn der Erwin Ortner dirigiert hat, dass wir gesagt haben, na, so wie der An und Kur wollen wir das nicht. Also das ist dann, wobei es nicht gesamt war, sondern immer wieder die einzelne oder die andere Stimme. Und das hat schon auch gegeben. Aber das gibt es im Grunde genommen überall, die gesagt haben, wenn der eine dirigiert, dann trete ich nicht auf oder da lasse ich mich vertreten oder kommt irgendwo ein anderer. Aber was natürlich schon interessant ist, nicht, dass diese Persönlichkeit über den Tod hinaus bei manchen, die ihn erlebt haben, so wirkt, dass man für ihn oder nicht mit ihm geht. Also das Wort gegen ihn würde in dieser Form nicht richtig sehen. Aber dieses ein Stück des Weges miteinander oder den Weg gar nicht einschlagen wollen, das hat schon eine ganz große Rolle geführt. Ich weiß, aber dazu habe ich ihn zu wenig persönlich gekannt. Ich weiß nicht, wie sehr er mit Kollegen wirklich Kontakt gepflegt hat, das weiß ich nicht. Aber es ist schon interessant, dass er den anderen gelten hat lassen und sie da nicht irgendwo weder in einem offiziellen Gespräch noch nachher oder vorher hinreißen hat lassen, irgendetwas Negatives da über diese Person zu sagen. Das ist schon auch ein Charakter von ihm gewesen, eine Form, die er hatte. Nicht? Das war ihm auch, und Form war mir wichtig. Nicht? Also da hat man oft diskutieren können mit ihm und das war ihm ganz wichtig, dass eine Architektur da ist, dass er diese Architektur durchschaut. 5. Bruckner hat er zu mir einmal gesagt, jetzt mache ich die 5. Bruckner. Wahrscheinlich wird das vielen nicht gefallen. Aber ich glaube, es gibt niemanden, der den Finalsatz wirklich bis ins Detail noch wirklich verstanden hat. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht tun, aber ich probiere das. Und dann war er ganz begeistert, wie er da diese Dinge für sich dann herausbekommen hat. Aber er hat immer noch das Gefühl gehabt, er ist nie mit etwas fertig. Und man merkte das auch dann, wenn man frühere und spätere Aufnahmen sich anhört, dass immer wiederum
dieser berühmte Satz, das Suchen nach der Wahrheit, was immer das dann ist, ihn bewegt hat. Und der ist auch immer wieder zu anderen Nuancen gekommen. Und das war ja das Spannende bei ihm. Man hat sie bei ihm nie sicher sein können, geht das so aus oder geht das so aus, weil es war meistens, und das war ja auch dieses Prickelnde seines Musizieren, selbst dann am Schluss, wo man gespürt hat, da hätte er wahrscheinlich in früheren Jahren noch mehr Elan hineingesteckt. Das ist trotzdem interessant geblieben. Das war diese Freude an Musik, die er einfach gehabt hat, diese Begeisterung, dieses Entflammbare und auch diese Ambition, die er hatte. Da war er schon, das Wort ist natürlich nicht sehr positiv besetzt, aber war ein sehr, sehr großer Volksbilder. Also er hat die Leute einfach mitgerissen und mitgenommen und er hat sie manchmal natürlich auch gezwungen. Nicht? Also man ist ja früher nicht freiwillig hingegangen und hat, jetzt sage ich irgendeinen Namen als Bass pro Toto, einen Muffat angehört oder einen Pachelbel. Das war ja alles fade, schreckliche Musik. Nicht? Also da sind in einem Jahr sprichwörtlich die Füße eingeschlafen. Nicht? Und dann ist er gekommen und hat gezeigt, das geht so auch. Nicht? Und es ist ja auch diese Bach-Interpretationen, die waren ja auch was völlig Neues. Also wenn man in Wien noch aufgewachsen ist mit dem hier unendlich geschätzten Karl Richter, der nicht so schlecht ist, wie er heute gemacht war, aber der nicht so toll ist, wie er seinerzeit präsentiert worden ist, aber der natürlich Weltklasse war in seiner Art. Das muss man schon richtig einschätzen. Nicht? Und jetzt kommt plötzlich einer, der so gerade fleischlos diese Musik bringt auf hohem Niveau und diese Terrassendynamik fällt jetzt plötzlich weg und es ist jetzt plötzlich ganz anders. Nicht? Also muss ich mich da umstellen? Ist das, was wir uns gewünscht haben? Nicht? Oder geht er da irgendwo hinauf? Und wieso kann er sagen, dass das, was jetzt 200 Jahre so gespielt worden ist, völlig falsch war. Da hat mir auch erzählt, damals mit den Diskussionen bei den Berliner Philharmonikern, wie das war, wie er den Brahms gemacht hat. Na, da hat er sich natürlich erkundigt, welche Tempi der Brahms seinerzeit genommen hat, wie der zum ersten Mal diese Symphonien dirigiert hat. Und die waren natürlich schon teilweise anders. Nicht? Aber er hat es immer auch reflektiert mit dieser großen romantischen Tradition eines Furtwängler. Also das war für ihn auch schon interessant, wie es auch dazu gekommen ist, welche Entwicklung dahinter gestanden ist. Die haben sich ja auch alle was gedacht. Nicht? Also das war schon eine Sicht. Er war immer der Meinung, dass man die Traditionen nicht gegeneinander ausspielen soll. Er war immer der Meinung, dass man zu den Quellen zurückgehen soll, aber sich sein eigenes Bild machen. Das war ihm ganz wichtig. Und dieses eigene Bild, das ist ihm manchmal halt sehr gelungen und manchmal weniger. Ein Phänomen ist ja, dass er gerade was seinen Mozart anbelangt hat, war er ja, also der Idomeneo, da braucht man gar nicht darüber reden, das war höchstes Level, aber die Da Ponte-Opern waren, obwohl er ja auch Italienisch gut konnte, das war nicht so wirklich sein Metier. Also das war so, und Zauberflöte, wo man sich eigentlich gerade bei der Zauberflöte vom Anoncourt einiges erwartet hätte, weil mit dieser ganzen österreichischen Tradition, da hat ihm dann irgendwo diese letzte Suggestion, Kraft aus meiner Sicht, aus meiner sehr bescheidenen, gefehlt, die er in anderen Dingen einfach selbstverständlich gehabt hat. Nicht? Also wenn ich das überlege, kein Mensch hätte ihm diesen Schmidt so zugetraut. Kein Mensch hätte ihm diesen Berg so zugetraut. Nicht? Da hat man richtig gesagt, ja, bitte, warum nicht mehr? Nicht? Oder mich hätte wahnsinnig interessiert, zum Beispiel von ihm Pelléas und Mélisande von Schönberg, nicht? Weil das ja gerade so ein Stück ist, wo schon die ersten Brüche sichtbar sind. Und für seinen analytisch denkenden Menschen wie er war, wäre das eine hochinteressante Sache gewesen. Sicher nicht die Gurre-Lieder, gar keine Frage. Also das ist, und dass es leider nicht wirklich zum Maler gekommen ist, das bedauere ich sehr. Ich weiß, dass er immer gesagt hat, ich liebe das Original. Das ist Bruckner. Das ist natürlich eine
sehr klare und eine sehr deutliche Darstellung. Aber es wäre trotzdem interessant gewesen, was er gerade zum Beispiel aus einer 5. herausgeholt hat oder aus einer 4., gerade der Beginn, nicht? Der hätte ihm da mit seiner fein ziselierten Art unendlich hätte ihm das dann einfach liegen müssen, aber das hat er einfach irgendwo weggeschoben und zur Moderne hat er halt das hat er immer wieder betont, wie weit, weiß ich nicht, hat er immer gesagt, hat er eigentlich keine wirkliche Antenne. Nicht? Und auch Richard Strauss hätte mich interessiert bei ihm. Nicht? Er hat ja als das Stück, das er am besten konnte, immer gesagt, das war die Cello-Sonate von Richard Strauss. Nicht? Das war offensichtlich sein Paradestück. Nicht? Und da natürlich, Heldenleben oder sowas, das wahrscheinlich nicht, aber das Violinkonzert zum Beispiel, das ja ein bisschen ausgeflipptes und außerhalb ist, nicht? Das wäre schon irgendwas gewesen. Nicht? Also da habe ich mir gedacht, ja, das hätte wahrscheinlich sehr viel anders geklungen, hätte wahrscheinlich aber auch manche Strukturen offengelegt. Aber das hat mich irgendwie gewundert, weil gerade auch Mahler, Strauss, das ist schon auch eine Musik, die eine Tradition weiterträgt und die schon vielleicht auch mit seinem klanglichen Empfinden auch sehr aufschlussreich gewesen wäre. Das hätte mich schon, und weil er ja so ein Typ war, der so auf Strukturen gesetzt hat und der so auf klare Linien gesetzt hat und also so ein Don Quixote mit einem tollen Cellisten, das hätte und einem entsprechenden Orchester, das hätte schon für mich einen unendlichen Charme gehabt. Nicht? Natürlich, er hat viel gemacht, ist ja gar keine Frage. Man sieht ja das in diesen Kassetten, die alle herausgekommen sind. Nicht? Das ist schon eine unendliche Leistung, die er da hat. Und vielleicht ist es ein bisschen schade, dass das Thema Bach dann im Laufe der letzten Zeit dann ins Hintertreffen geraten ist. Also das ist schon eine Sache. Einmal hätte ich noch gern so eine Johannespassion von ihm gehört. Also da hätte er wahrscheinlich im Schlusschor hätte noch eine Dimension eröffnet, die er vielleicht 20 Jahre früher noch nicht so gehabt hätte. Nicht? Auch wenn sie damals schon sehr, sehr präsent war. Nicht? Aber so als Altersweiser, der dann auch so seine Anführungszeichen letzten Worte hinterlässt, das hätte mich schon interessiert. Und das hat mich nicht gewundert, warum er das dann nicht mehr gemacht hat. Aber wahrscheinlich, das ist jetzt sehr subjektiv, wahrscheinlich hat er da schon genug von diesem Repertoire gehabt. Das glaube ich. Ganz herzlichen Dank. Jetzt haben Sie genug von mir.